Lektion 1. Mit den Veränderungen des Lebens umgehen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, dass das Leben ein Abenteuer mit seinen Höhen und Tiefen ist. Das stimmt. Das Leben kann unberechenbar sein, besonders wenn es um Familienangelegenheiten geht. Genau, wenn sich deine Eltern scheiden lassen, kann das wirklich schwierig sein. Ja, aber in dieser Zeit Verständnis zu haben ist so wichtig. Das ist es wirklich. Kinder fühlen sich oft mitten in den Gefühlen ihrer Eltern gefangen. Das ist eine schwere Belastung für sie. Wie können wir Freunde dabei unterstützen, das durchzustehen? Ihnen zuzuhören ist der Schlüssel. Manchmal brauchen sie nur jemanden zum Reden. Unbedingt. Empathie kann einen großen Unterschied in ihrem Heilungsprozess ausmachen. Und es ist auch wichtig, sie daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, eine Mischung aus Emotionen zu spüren. Richtig. Es ist natürlich, dass man sich bei solchen Veränderungen traurig, verwirrt oder sogar wütend fühlt. Genau. Es kann sehr hilfreich sein, sie zu ermutigen, ihre Gefühle auszudrücken. Was ist mit Aktivitäten? Denken Sie, dass sie helfen, von der Situation abzulenken? Ja, Hobbys zu betreiben oder Zeit mit Freunden zu verbringen, kann Abhilfe schaffen. Und es kann Ihnen helfen, trotz der Herausforderungen, vor denen Sie stehen, positive Erinnerungen zu schaffen. Definitiv. Es geht darum, inmitten der Schwierigkeiten kleine Freuden zu finden. Das Leben mag ein Abenteuer sein, aber ein Unterstützungssystem macht es einfacher, sich zurechtzufinden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Zusammen können wir uns gegenseitig helfen, durch diese Erfahrungen zu wachsen. Lektion 2. Die Kunst des Geschichtenerzählens. Hey Anna, ich war neugierig auf deine Hobbys. Schreibst du gerne? Ja, tatsächlich. In meiner Freizeit versuche ich, Kurzgeschichten zu schreiben. Das ist genial. Was für Geschichten schreibst du gerne? Ich liebe es, Fantasiewelten mit einzigartigen Charakteren und Abenteuern zu erschaffen. Fantasy klingt so kreativ. Hast du einen Lieblingscharakter, den du kreiert hast? Ja, ich habe eine mutige Ritterin namens Elara, die auf spannende Quests geht. Elara klingt faszinierend. Was motiviert sie in deinen Geschichten? Sie ist von dem Wunsch getrieben, ihr Königreich zu schützen und verborgene Wahrheiten aufzudecken. Das ist eine starke Motivation. Wie kommst du auf deine Storyideen? Manchmal kommen sie aus Träumen, oder ich finde Inspiration in Natur und Kunst. Das ist ein fantastischer Ansatz. Die Natur kann so inspirierend sein. Hast du schon einmal an Schreibwettbewerben teilgenommen? Hab ich. Es ist eine großartige Möglichkeit, mich selbst herauszufordern und Feedback zu erhalten. Das klingt lohnend. Teilen Sie Ihre Geschichten mit Freunden oder der Familie. Ja, ich teile sie oft mit meinen Freunden für ihre Gedanken und Ermutigung. Das ist ein großartiges Unterstützungssystem. Hast du jemals darüber nachgedacht, deine Arbeit zu veröffentlichen? Das würde ich liebend gerne. Es ist ein Traum von mir, meine Geschichten eines Tages in gedruckter Form zu sehen. Ich glaube, das kannst du erreichen. Deine Leidenschaft für das Schreiben kommt zum Vorschein. Lektion 3. Die Wirkung von Mitgefühl. Hallo Anna,
Ich habe über Gebiete gelesen, die von Katastrophen heimgesucht wurden, und darüber, wie die Menschen darauf reagieren. Das ist ein entscheidendes Thema. Es ist herzzerreißend, die Verwüstung zu sehen, aber inspirierend, die Unterstützung zu erleben. Unbedingt. Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen spielen in diesen Situationen eine entscheidende Rolle. Ja, ihre Grundidee ist es, medizinische Versorgung dort bereitzustellen, wo sie am dringendsten benötigt wird, unabhängig von den Umständen. Es ist erstaunlich, wie sie in schwierigen Umgebungen arbeiten, um Leben zu retten. Sie verkörpern wirklich Mitgefühl. Wie glauben Sie, schaffen Sie es, unter einem solchen Druck zu arbeiten? Ich glaube an ihre Ausbildung und ihr Engagement, anderen zu helfen, sie auf diese intensiven Situationen vorzubereiten. Das macht Sinn. Außerdem muss die Teamarbeit unter Medizinern unerlässlich sein. Definitiv. Durch die Zusammenarbeit kann ein starkes Unterstützungsnetzwerk entstehen, was in Notfällen von entscheidender Bedeutung ist. Haben Sie konkrete Geschichten über Ihre Arbeit in Katastrophengebieten gehört? Ja, ich habe über ihre Reaktion auf das Erdbeben in Haiti gelesen. Sie haben Tausende von Menschen auf der Intensivstation versorgt. Das ist ein starkes Beispiel. Es zeigt, wie effektiv Sie in Krisenzeiten sein können. Ganz gewiss. Es erinnert uns an die Bedeutung der globalen Solidarität in solch herausfordernden Zeiten. Ich stimme zu. Es inspiriert viele Menschen, auch in ihren Gemeinden ihren Beitrag zu leisten und sich freiwillig zu engagieren. Genau. Mitgefühl kann einen Dominoeffekt haben und andere dazu ermutigen, Bedürftigen zu helfen. Lektion 4. Fitnessspaß. Hey Anna, ich habe gehört, dass du dich in letzter Zeit wirklich deiner Fitnessroutine verschrieben hast. Hallo John. Ja, ich habe fast jeden Tag trainiert. Es ist beeindruckend, wie viel Energie ich habe. Das ist fantastisch. Machst du außer dem Training noch etwas anderes für deine Fitness? Definitiv. Ich mache auch gerne lange Spaziergänge und praktiziere an den Wochenenden Yoga. Das klingt nach einer großartigen Balance. Gehen ist so eine gute Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen. Genau. Es hilft mir, mich zu entspannen und gleichzeitig die Natur zu schätzen. Hast du Yoga ausprobiert? Hab ich. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Flexibilität zu verbessern und Stress abzubauen. Ja. Außerdem kann es ziemlich herausfordernd sein, besonders bei einigen der fortgeschrittenen Posen. Das kann ich mir vorstellen. Hast du eine Lieblings-Yoga-Pose? Ich liebe die Kriegerpose. Dadurch fühle ich mich stark und konzentriert. Wie steht's mit dir? Ich mag die Pose des Kindes. Sie ist so beruhigend und eine tolle Dehnung nach dem Training. Das ist eine gute Wahl. Es ist wichtig, dass du während des Trainings auf deinen Körper hörst. Unbedingt. Folgst du einem bestimmten Trainingsprogramm oder verwechselst du es? Ich verwechsle es. Ich probiere gerne verschiedene Kurse wie Kickboxen und Tanzen aus. Das macht die Dinge spannend. Das klingt lustig. Abwechslung hilft definitiv dabei, die Motivation aufrechtzuerhalten und beugt Burnout vor. Ganz gewiss. Ich finde auch, dass das Training mit Freunden es angenehmer macht. Ich stimme zu.
Einen Trainingspartner zu haben, kann dein Engagement wirklich steigern und es zu einem gesellschaftlichen Ereignis machen. Lektion 5. Der Wandteppich des Lebens. Hallo Anna, ich habe das Konzept des Familien- und Soziallebens in verschiedenen Kulturen erforscht. Das klingt faszinierend. Wie unterscheiden sich Familien auf der ganzen Welt? Nun, in einigen Kulturen ist die eheliche Familienstruktur sehr stark und betont die Einheit. Das ist interessant. Vielerorts leben Großfamilien oft zusammen und bilden so ein Unterstützungsnetzwerk. Genau, es ist eine wunderschöne Art, Traditionen zu pflegen und Werte über Generationen hinweg weiterzugeben. Und dadurch gedeiht das menschliche Leben aus verschiedenen Gründen, wie Liebe und Unterstützung. Ja, es ist erstaunlich, wie soziale Dynamiken unsere Identitäten und Beziehungen prägen. Wie sieht es in Polen aus? Ich habe gelesen, dass familiäre Bindungen dort ziemlich wichtig sind. Das sind sie wirklich. Polnische Familien feiern oft zusammen und stärken ihre Bindungen in den Ferien. Das klingt herrlich. Gemeinsame Mahlzeiten und Traditionen können Menschen wirklich näher bringen. Unbedingt. Es schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und des kulturellen Stolzes. Denken Sie, dass die moderne Gesellschaft diese traditionellen Familienstrukturen verändert? Ja, Technologie und Globalisierung beeinflussen, wie Familien interagieren und sich verbinden. Das stimmt. Aber ich glaube, dass die Grundwerte Liebe und Unterstützung wichtig bleiben, unabhängig von den Veränderungen. Genau, diese Werte sind zeitlos und bilden das Fundament jeder Familie, unabhängig von der Kultur. Lektion 6. Für Veränderung eintreten. Hey Anna, ich habe darüber gelesen, wie Gemeinden ihre Rechte aushandeln, wenn sie sich von der Regierung ausgeschlossen fühlen. Das ist ein entscheidendes Thema. Es ist wichtig, dass sich die Menschen für ihre Rechte einsetzen. Unbedingt. Viele Gruppen setzen sich unermüdlich für ihre Interessen ein, insbesondere im Bildungswesen. Ja, Bildung ist ein Grundrecht. Was haben Sie über Ihre Verpflichtungen herausgefunden? Organisationen konzentrieren sich häufig darauf, die Kinder des Landes zu unterrichten und sicherzustellen, dass sie trotz der Herausforderungen eine qualitativ hochwertige Ausbildung Das ist erhalten. inspirierend. Bildung kann die nächste Generation befähigen, für sich selbst einzutreten. Genau, wenn Kinder gebildet werden, sind sie besser in der Lage, ihre Rechte und Pflichten zu verstehen. Denken Sie, dass Basisbewegungen wirksam sind, um Veränderungen herbeizuführen? Definitiv. Basisbewegungen spiegeln oft die Stimmen der Gemeinschaft wider und können die Politik beeinflussen. Es ist erstaunlich, wie kollektives Handeln zu bedeutenden Reformen führen kann. Ja, und es ist wichtig, dass sich die Gemeinden weiterhin engagieren und über ihre Rechte informiert bleiben. Welche Rolle spielt Technologie Ihrer Meinung nach in diesen Bewegungen? Technologie kann Stimmen verstärken und Menschen auf der ganzen Welt verbinden, wodurch Interessenvertretung wirkungsvoller wird. Das stimmt. Soziale Medien sind zu einem mächtigen Instrument geworden, um das Bewusstsein zu schärfen und Unterstützung zu mobilisieren. Es ist aufregend zu sehen, wie Menschen diese Plattformen nutzen, um Veränderungen voranzutreiben und andere aufzuklären. Lektion 7. Köstliche Entdeckungen.
Hey Anna, ich habe in letzter Zeit Lust auf gutes Essen. Knödel und gebratene Nudeln sind meine Favoriten. Die klingen fantastisch. Ich liebe diese beiden Gerichte. Was ist deine liebste Knödelsorte? Ich glaube, ich müsste gedämpfte Schweineknödel sagen. Sie sind so saftig und würzig. Lecker. Ich mag Gemüseknödel, besonders wenn sie mit einer würzigen Dipsauce serviert werden. Das ist eine gute Wahl. Machst du lieber Knödel zu Hause oder bestellst du sie in einem Restaurant? Ich liebe es, sie zu Hause zu machen. Es macht Spaß, mit verschiedenen Füllungen kreativ zu werden. Das klingt nach einer großartigen Bindungsaktivität. Mit welchen anderen Füllungen experimentierst du gerne? Ich habe Champignons und Spinat probiert, was sehr gut geworden ist. Was ist mit dir? Ich habe schon einmal Hühnchen und Ingwerknödel gemacht. Sie waren ein Hit auf meiner letzten Dinnerparty. Das klingt köstlich. Was servierst du normalerweise zu deinen gebratenen Nudeln? Ich füge gerne viel buntes Gemüse und etwas gegrilltes Hühnchen als Protein hinzu. Tolle Idee. Ich füge oft Tofu und einen Spritzer Sojasauce hinzu, um den Geschmack zu verbessern. Das ist eine perfekte Kombination. Hast du eine Lieblingsnudelsorte? Ich verwende gerne Udon-Nudeln. Sie sind dick und zäh. Was bevorzugst du? Ich liebe Reisnudeln. Sie sind leicht und nehmen die Sauce sehr gut auf. So eine gute Wahl. Mit all diesen Ideen fühle ich mich zum Kochen inspiriert. Das gleiche hier. Lass uns bald einen Kochabend planen und gemeinsam ein Festmahl veranstalten. Lektion 8. Das Nötigste einkaufen. Hey Anna, mir wurde klar, dass mir das Nötigste ausgeht. Oh nein, es ist immer wieder überraschend, wie schnell uns die Dinge ausgehen. Richtig? Ich denke, wir sollten zusammen zum nächsten Supermarkt gehen. Tolle Idee. Es macht mehr Spaß, mit jemandem einzukaufen. Was musst du kaufen? Ich brauche Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Brot. Wie steht's mit dir? Ich brauche Snacks und ein paar Zutaten für das Abendessen. Vielleicht hole ich mir Pasta. Pasta klingt köstlich. Haben Sie vor, ein bestimmtes Gericht zuzubereiten? Ja, ich denke darüber nach, cremige Pilznudeln zuzubereiten. Das klingt unglaublich. Hast du alle Zutaten oder musst du welche besorgen? Ich brauche frische Champignons und Sahne. Was ist mit deinen Früchten? Ich denke darüber nach, Äpfel und Bananen zu holen. Sie sind perfekt für Snacks. Gute Entscheidungen. Und gesund sind sie auch. Hast du vor, etwas Besonderes zu kochen? Ich könnte mit dem Gemüse, das ich bekomme, eine Bratpfanne machen. Es ist schnell und lecker. Das ist eine tolle Idee. Pfannengerichte sind so vielseitig. Sie können fast alles hinzufügen. Genau. Lass uns eine Liste machen, damit wir beim Einkaufen nichts vergessen. Guter Plan. Ich schreibe auch meine wichtigsten Dinge auf. Teamwork macht es einfacher. Ganz gewiss.
Lassen Sie uns diesen Einkaufsbummel effizient und unterhaltsam gestalten. Lektion 9. Bedingungen aushandeln. Hallo Anna, ich habe unsere Zahlungsbedingungen überprüft und über etwas nachgedacht. Ach, was hattest du im Sinn? Ich schlage vor, die Zahlungsfrist von 30 auf 45 Tage nach Lieferung zu verlängern. Das klingt vernünftig. Das würde uns mehr Flexibilität bei der Verwaltung unseres Cashflows geben. Genau. Viele Lieferanten schätzen es, etwas mehr Zeit für die Abrechnung ihrer Rechnungen zu haben. Ich stimme zu. Es kann auch eine bessere Beziehung zu unseren Partnern aufbauen. Richtig? Außerdem zeigt es, dass wir ihre Dienstleistungen schätzen und ihre Bedürfnisse verstehen. Hast du das mit jemand anderem im Team besprochen? Noch nicht, aber ich denke, es ist eine gute Idee, es bei unserem nächsten Treffen vorzustellen. Definitiv. Wir können die Vorteile klar umreißen, um alle mit ins Boot zu holen. Das ist ein solider Plan. Denken Sie, wir sollten einige Daten vorbereiten, um unseren Vorschlag zu untermauern? Ja, Statistiken über Zahlungstrends könnten unsere Argumente stärken. Toller Punkt. Es wird dazu beitragen, zu veranschaulichen, wie sich die Änderung positiv auf unsere Geschäftstätigkeit auswirken kann. Außerdem konnten wir Feedback von unseren Lieferanten zu ihren Präferenzen einholen. Das ist ein kluger Schachzug. Wenn Sie sie in das Gespräch einbeziehen, kann dies zu einer Win-Win-Situation führen. Ich freue mich zu sehen, wie dies unsere Partnerschaften und die Gesamteffizienz verbessern könnte. Ich auch. Lassen Sie uns vor dem Treffen gemeinsam daran arbeiten. Lektion 11. Das Gleichgewicht finden. Hey Anna, ich habe über unsere Projektbeiträge nachgedacht. Wie wäre es mit 60 bis 40 zu meinen Gunsten? Das scheint uns zu uneinheitlich. Es ist wichtig, dass wir uns beide in dieser Zusammenarbeit geschätzt fühlen. Ich stimme zu, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich auf der Forschungsseite etwas mehr Mühe gegeben habe. Das ist verständlich, aber ich habe auch maßgeblich an den Designelementen mitgewirkt. Du hast recht. Ihre Designs haben unsere Ideen wirklich zum Leben erweckt. Wie wäre es, wenn wir Kompromisse eingehen? Ein Kompromiss klingt fair. Was ist, wenn wir 55 bis 45 wählen? Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es fühlt sich ausgeglichener an. Ja, es ist wichtig, dass wir ein gutes Arbeitsverhältnis aufrechterhalten. Genau. Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder Partnerschaft. Ich weiß zu schätzen, wie offen wir miteinander umgehen. Das macht den Prozess reibungsloser. Definitiv. Wir können unsere Beiträge jederzeit besprechen, wenn wir Fortschritte machen. Auf diese Weise können wir uns bei Bedarf anpassen und auf derselben Wellenlänge bleiben. Einverstanden. Es geht um Teamwork und darum sicherzustellen, dass wir beide mit unseren Rollen zufrieden sind. Ich bin optimistisch, was unser Projekt angeht, jetzt, wo wir eine faire Vereinbarung gefunden haben. Ich auch. Lassen Sie uns diese positive Dynamik aufrechterhalten, während wir vorankommen. Lektion 12. Die Entwicklung des Sports. Hey Anna, ich habe über die Geschichte des Sports in Kanada gelesen und es ist ziemlich faszinierend. Oh wirklich?
Was hast du herausgefunden? Im 19. Jahrhundert waren Sport und Spiele in Kanada nicht gut organisiert. Das ist interessant. An welchen Aktivitäten haben die Leute damals teilgenommen? Es gab viele informelle Spiele wie Hockey und Lacrosse, aber es fehlten ihnen strukturierte Regeln. Das kann ich mir vorstellen. Das muss es schwierig gemacht haben, wettbewerbsfähig zu spielen. Genau. Erst später wurde der Sport organisierter und formalisierter. Also, wann haben sich die Dinge für den Sport in Kanada geändert? Die Gründung von Vereinen und Ligen im späten 19. Jahrhundert hat den Leistungssport maßgeblich geprägt. Das macht Sinn. Organisierte Wettbewerbe müssen ein Gemeinschaftsgefühl unter den Spielern geschaffen haben. Ja, und es ermöglichte den Athleten auch, ihre Fähigkeiten zu verbessern und Anerkennung zu erlangen. Ich frage mich, wie sich die Sportkultur seitdem entwickelt hat. Irgendwelche nennenswerten Änderungen. Unbedingt. Der Sport wurde inklusiver und Frauen begannen, aktiver teilzunehmen. Das ist eine bedeutende Entwicklung. Der Frauensport hat in den letzten Jahren so viel an Sichtbarkeit gewonnen. Definitiv. Es ist inspirierend zu sehen, wie weit der Sport in Kanada gekommen ist, sowohl was die Organisation als auch die Vielfalt angeht. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, über die Zukunft des Sports nachzudenken und darüber, welche neuen Trends wir sehen könnten. Genau. Wer weiß, wie sich der Sport mit Technologie und Innovation weiterentwickeln wird. Lektion 13. Abenteuer im Freien. Hey Anna, das Wetter ist heute perfekt zum Wandern. Das klingt toll. An welchen Park hast du gedacht? Ich habe überlegt, in den Maplewood Park zu gehen. Es hat einige atemberaubende Wanderwege. Ich liebe Maplewood Park. Die Aussicht von oben ist atemberaubend. Das sind sie wirklich. Hast du dort einen Lieblingsweg? Ja, ich mag den Ridge Trail. Es ist herausfordernd, aber so lohnend. Das ist eine fantastische Wahl. Wie lange dauert die Fertigstellung normalerweise? Es dauert ungefähr 2 Stunden, wenn Sie in einem gleichmäßigen Tempo fahren. Was ist mit dir? Ich nehme gerne den Scenic Loop. Er ist etwas einfacher und hat eine wunderschöne Landschaft. Das klingt entspannend. Vielleicht könnten wir heute beide Trails ausprobieren. Tolle Idee. Wir können mit dem Ridge Trail beginnen und dann den Scenic Loop nehmen. Perfekt. Ich packe ein paar Snacks und Wasser für uns ein. Fantastisch. Ich bringe meine Kamera mit, um die atemberaubende Aussicht festzuhalten. Gut überlegt. Ich kann es kaum erwarten, die frische Luft und die Natur zu genießen. Ich auch. Es ist immer erfrischend, der Stadt zu entfliehen und die Natur zu erkunden. Lektion 14. Morgenroutinen. Hey Anna, ich war gerade unter der Decke und habe meinen Wecker auf 7 Uhr gestellt. Das ist eine gute Idee. Wachen Sie normalerweise sofort auf, wenn der Wecker klingelt? Nicht immer. Manchmal drücke ich ein paar Mal die Schlummertaste.
Ich kann das nachvollziehen. Es ist so verlockend, ein bisschen länger im Bett zu bleiben. Genau. Aber ich fühle mich energiegeladener, wenn ich sofort aufstehe. Aber was ist mit dir? Ich versuche aufzustehen, sobald mein Wecker klingelt, aber oft scrolle ich zuerst durch mein Telefon. Das kann eine Zeitfalle sein. Hast du darüber nachgedacht, diese Gewohnheit zu ändern? Ja, ich möchte stattdessen anfangen, ein Buch zu lesen. Es fühlt sich produktiver an. Das klingt nach einem großartigen Plan. Lesen kann wirklich einen positiven Ton für den Tag setzen. Ganz gewiss. Außerdem hilft es mir, meinen Geist aufzuwecken, bevor ich mit der Arbeit beginne. Hast du ein bestimmtes Buch für deine Morgenroutine im Kopf? Ich denke darüber nach, ein Selbsthilfebuch zu beginnen, das ich schon lange lesen wollte. Das ist ausgezeichnet. Selbsthilfebücher können eine große Motivation für den kommenden Tag sein. Genau. Ich möchte mich dieses Jahr auf persönliches Wachstum konzentrieren. Das ist ein fantastisches Tor. Morgenroutinen können sich wirklich auf unsere Denkweise und Produktivität auswirken. Unbedingt. Fordern wir uns gegenseitig heraus, an unseren neuen Routinen festzuhalten. Ich bin dabei. Es wird toll sein, sich gegenseitig auf dieser Reise zu unterstützen. Lektion 15. Fitnessspaß im Freien. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, zu Hause im Freien zu trainieren? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe darüber nachgedacht, es aber nie wirklich versucht. Es kann erfrischend sein. Die frische Luft und der Sonnenschein machen einen großen Unterschied in der Motivation. Ich wette. Welche Art von Outdoor-Workouts magst du? Ich liebe es, Yoga in meinem Garten zu machen. Es ist friedlich und hilft mir, mich zu entspannen. Yoga klingt wunderbar. Normalerweise laufe oder fahre ich draußen Rad. Das sind auch großartige Optionen. Laufen ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern. Unbedingt. Und Radfahren macht Spaß und schont gleichzeitig die Gelenke. Hast du schon einmal versucht, verschiedene Trainingseinheiten zu kombinieren, wie zum Beispiel eine Rennstrecke? Nein, aber das würde Spaß machen. Welche Übungen empfiehlst du für eine Runde? Du könntest Liegestütze, Kniebeugen und Hampelmänner einbeziehen. Es wäre ein Ganzkörpertraining. Das klingt herausfordernd, aber lohnend. Wie lange trainierst du normalerweise? Ich passe etwa 30 bis 45 Minuten an, je nach Intensität. Das ist eine gute Dauer. Es reicht, um ins Schwitzen zu kommen, ohne es zu übertreiben. Genau. Außerdem können Sie die Intensität jederzeit daran anpassen, wie Sie sich an diesem Tag fühlen. Ich liebe diese Flexibilität. Vielleicht können wir zusammen eine Trainingseinheit im Freien planen. Das fände ich toll. Es wird eine unterhaltsame Art sein, aktiv zu bleiben und gleichzeitig die Natur zu genießen. Lektion 16. Optionen erkunden. Hallo Anna, ich sehe, Sie haben eine Vielzahl von Artikeln in diesem Abschnitt. Das stimmt. Es ist immer aufregend, neue Möglichkeiten zu erkunden. Wonach suchst du? Ich hoffe, einige einzigartige Zutaten für das Abendessen zu finden.
Hast du irgendwelche Vorschläge? Unbedingt. Wie wäre es, wenn du dir die Gewürze ansiehst? Sie können ein Gericht wirklich aufwerten. Tolle Idee. Ich liebe es, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Hast du ein Lieblingsgewürz? Ich verwende sehr gerne Kreuzkümmel. Es verleiht vielen Rezepten einen warmen, erdigen Geschmack. Kreuzkümmel ist fantastisch. Ich verwende oft Paprika für ein bisschen Rauchigkeit. Paprika ist auch köstlich. Hast du geräucherten Paprika probiert? Es hat einen so reichen Geschmack. Ja, habe ich. Es ist perfekt, um Eintörzen und gebratenem Gemüse Tiefe zu verleihen. Apropos Gemüse, sollten wir nach frischen Gemüse suchen, die wir unseren Mahlzeiten hinzufügen können? Definitiv. Frische Produkte können einen großen Unterschied machen. Was ist dein Lieblingsgemüse? Ich liebe Paprika. Sie verleihen jedem Gericht Farbe und Süße. Paprika ist großartig. Ich verwende auch gerne Zucchini. Es ist so vielseitig. Ganz gewiss. Mit diesen Zutaten könnten wir sogar eine Bratpfanne machen. Das klingt köstlich. Schnappen wir uns, was wir brauchen, und fangen wir an, zusammen zu kochen. Lektion 17. Die Macht der Kunst. Hey Anna, ich habe gerade die Kunstgalerie besucht und es war faszinierend. Wirklich. Das klingt unglaublich. Was hältst du von den Ausstellungen? Ich fand sie sehr zum Nachdenken anregend. Jedes Stück erzählte eine einzigartige Geschichte. Ich stimme zu. Die Künstler präsentierten eine Vielzahl von Stilen und Techniken. Genau. Es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedliche Hintergründe ihre Arbeit beeinflussen. Ja, ich liebe es, wie manche Stücke starke Emotionen hervorrufen oder unsere Sichtweisen herausfordern. Hast du einen Lieblingskünstler aus der Ausstellung? Ich fühlte mich besonders zu einem lokalen Künstler hingezogen, der recycelte Materialien verwendete. Das ist interessant. Die Verwendung recycelter Materialien trägt zu einer wichtigen Umweltbotschaft bei. Definitiv. Es ist eine kreative Art, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen. Ich weiß zu schätzen, wie Kunst zu Gesprächen über soziale Themen anregen kann. Ich auch. Kunst ist ein so mächtiges Medium für Ausdruck und Veränderung. Hast du schon einmal versucht, selbst Kunst zu schaffen? Hab ich. Ich male gerne, vor allem abstrakte. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Das klingt lustig. Ich würde gerne eines Tages deine Arbeit sehen. Ich zeige es dir gerne. Es ist immer schön, Kreativität mit Freunden zu teilen. Unbedingt. Lass uns einen kreativen Tag planen, an dem wir gemeinsam Kunst machen können. Bitte abonniere, like und teile unseren Kanal. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr großartige Inhalte zu erstellen. Danke.